Mein Name ist Lukas Stubczynski. Ich arbeite als freier Künstler in Berlin, habe mein Studio in der Kurfürstenstraße und wohne hier seit, ich glaube, 2017. Ich bin Britta Schöning, ich komme aus Berlin ursprünglich und bin freie Filmemacherin. Habe die letzten 3 Jahre wohnen wir jetzt in dieser Wohnung. Davor habe ich in Ludwigsburg studiert. Nach meinem Studium bin ich wieder zurück nach Berlin gekommen und da war der Wohnungsmarkt total überlaufen, vor 3 Jahren etwa. Dann war ich zufällig in dem Haus hier im 6. Stock bei einer Freundin zu Besuch, die auch Künstlerin ist und die sich die Wohnung auch ganz schön gemacht hat. Und da war ich total erstaunt, dass man in so einer Platte so schön wohnen kann. Also ich habe mir das vorher nicht vorstellen können. Ich bin in West-Berlin aufgewachsen und für mich waren Plattenbauten immer mit Ost-Berlin und mit so irgendwie so ein bisschen so einem kargen Lebensstil verbunden. Und dann fand ich es mega schön, hier zu sein und diese Weite zu haben, diesen Ausblick. Von außen finde ich das Haus relativ hässlich, muss ich sagen, und auch nicht sehr einladend. Und die ganze Gegend, das sind halt viele Sozialbauten, es wirkt relativ anonym alles. Aber wenn man dann halt in der Wohnung steht und rausschaut und dann diese Weite hat, das ist schon eine Lebensqualität. Und ich bin auch erstaunt, wie nett die Nachbarn sind. Also man kommt sehr schnell ins Gespräch mit den Nachbarn. Es ist viel mehr so eine Gemeinschaft da gefühlt als in anderen Häusern, wo ich in Berlin gewohnt habe, wo man kaum die Nachbarn grüßt oder so im Treppenhaus. Ich bin bestärkt darin, hier zu wohnen in einer Zeit, in der Wohnraum knapp ist, zu sagen, ich finde es vollkommen okay, dass die Decke halt keine 4 Meter hat, weil dadurch passen halt einfach 4, 5 Stockwerke mehr drauf und mehr Leute haben eine Wohnung. Ich habe dieses Bild immer, dass man sonntags mit Morgenmantel und so Schlappen einfach so in den Flur geht und dann geht man in diesen Raum, wo dann halt die anderen Leute sind, die Nachbarn, und dann ist da vielleicht hat jemand schon den Backofen angeschmissen und alle machen Brötchen und dann sitzt man da so. An der Wohnung liebe ich vor allen Dingen, dass sie so hell ist. Also dass man eigentlich den ganzen Tag über direkt Sonnenlicht reinbekommt. Wir sehen immer, wie die Sonne untergeht und dieses ganze Wolkenspiel dazu. Im Sommer ist mein Lieblingsort, habe ich mir hier auf dem Balkon eine Hängematte aufgehangen und dann liege ich da in der Hängematte und gucke in den Himmel. Und sonst ist aber die Wohnung, finde ich, dafür, dass sie relativ klein ist, also 60 Quadratmeter, ist sie total gut geschnitten. Und wir haben nicht das Gefühl, dass wir mehr Platz bräuchten. Im Gegenteil, manchmal sind wir gar nicht so oft im Wohnzimmer, sondern sind dann eher in der Küche oder im Schlafzimmer. Und das ist irgendwie ganz schön, dass man sehr viel Platz eigentlich hat, weil sie eben so gut aufgeteilt ist.